Eine Frage, die in Modellbahnforen sehr häufig gestellt wird, ist: Wie positioniere ich die Rückmelder auf meiner Modellbahn richtig? Sehr valide die Frage, denn idealerweise baut man die Rückmelder beim Gleisbau, also ziemlich zu Beginn eines Anlagenbaus, gleich an der korrekten Stelle mit ein. Denn dies nachträglich noch zu ändern, ist mindestens schwierig, sehr oft schlichtweg unmöglich. Also, wo ist die richtige Position von Rückmeldern? Leider gibt es nicht die eine allgemeingültige Antwort. Es hängt einerseits davon ab, welche Rückmelder man verwendet, also ob zum Beispiel Schaltgleise, Riedkontakte oder Kontaktgleise, zudem, wofür man die Rückmelder einsetzen möchte. Als einfache optische Belegmelder, um automatische Abläufe mittels Ereignissteuerung auszulösen oder für eine lückenlose Überwachung und vollautomatische Steuerung seiner Modellbahn mit einem PC. Um Hilfestellung bei dieser Frage zu geben, möchte ich in diesem Video die verschiedenen Anwendungsfälle betrachten und klären, wo die Rückmelder jeweils idealerweise positioniert werden sollten. Der wahrscheinlich einfachste Fall ist die optische Anzeige, welche Gleise in einem Schattenbahnhof besetzt sind. Beim 3-Schienen-Wechselstromsystem kann man das ganz einfach realisieren. Eine Schiene isolieren oder ein fertig konfektioniertes Kontaktgleis einbauen und daran eine kleine Glühbirne oder eine LED mit Vorwiderstand anschließen. Den anderen Kontakt der Leuchte verbindet man mit dem Bahnstrom. Schließt nun eine leitende Achse die getrennte Schiene mit der masseführenden Schiene der anderen Seite kurz, fließt Strom. Die Besetzanzeige leuchtet. Positionieren würde ich den isolierten Gleisbereich in diesem Fall rund 30 bis 40 cm vor dem hinteren Ende des Schattenbahnhofsgleises. Etwa 15 bis 20 cm vom Stoppen des Zuges und noch einmal genauso viel als Sicherheitsabstand zur Ausfahrweiche. Fährt ein Zug ein, beobachte ich die Leuchte. Sobald sie angeht, drehe ich den Fahrregler auf 0. Damit wird das Gleis als besetzt angezeigt und der Zug steht auch in der richtigen Position. Eine sehr häufig angewandte Teilautomatisierung einer Modellbahn ist das Schalten bestimmter Funktionen mit Hilfe von Relais. Das kann ein Blockbetrieb sein, Kehrschleifen oder auch eine selbstauslösende Zugabfolge in einem Bahnhof oder Schattenbahnhof. Realisieren kann man diese sowohl für analoge als auch, falls gewünscht, für digitale Modellbahnen, für das Zweileiter- und auch das Dreileitersystem. Da die Steuerung mit Relais so vielseitig einsetzbar ist, findet man sie tatsächlich immer noch recht häufig. Ausgelöst werden kann der Schaltimpuls eines Relais durch nahezu beliebig jeden Schalter oder Taster. Zum Auslösen durch einen einfahrenden Zug kommen Schalt- oder Kontaktgleise, Riedkontakte und auch Lichtschranken in Frage. Schaltgleise, Kontaktgleise und Lichtschranken wird man eher wieder dort positionieren, wo sich die führende Lokomotive oder die Front des Steuerwagens in dem Moment befindet, in dem der Schaltbefehl ausgeführt werden soll. Wobei man bei Schaltgleisen aufpassen muss. Diese werden ja durch einen Schleifer ausgelöst. Befinden sich allerdings mehrere Schleifer am Zug, beispielsweise durch beleuchtete Waggons oder auch beim Wendezug, so kann ein einziger Zug mehrere Schaltbefehle auslösen. Riedkontakte kann man etwas flexibler positionieren. So hatte ich bei meiner vorigen Anlage den Magneten zum Schalten des Kontakts unter den letzten Wagen im Zugverband geklebt. Damit wurde der nachfolgende Zug nur dann auf die Reise geschickt, wenn der ankommende Zug vollständig und ohne abgekuppelte Waggons eingefahren war. Entsprechend saßen die Riedkontakte am Beginn eines Bahnhofs oder Schattenbahnhofsgleises. Genauso gut kann man die Magneten aber auch an der Lokomotive vorn oder auch an einer beliebigen Position im Zugverband anbringen. Und entsprechend wird man den Riedkontakt im Gleis positionieren. Im Detail vorgestellt habe ich diese Automatisierungsvariante, wie sie funktioniert, sowie deren Vor- und Nachteile, genauso die noch folgenden Möglichkeiten in meinem Video letzten Sonntag. Dort habe ich auch die Ereignis- oder Ablaufsteuerung durch eine Digitalzentrale erwähnt. Da in diesem Fall jedoch die Logik in der Zentrale lediglich die Relais ersetzt, ist die Positionierung der Kontakte bei dieser Variante 1:1 dieselbe wie bei der vorigen.
Wenn man hingegen Bremsmodule für ein sanftes Abbremsen der Triebfahrzeuge und ein Stoppen ohne ein komplettes Stromlosschalten der Gleise verwendet, so muss man sich deutlich mehr Gedanken über die korrekte Position der Trennstellen machen. Ich rede hier konkret von den Trennstellen vom freien Gleis zu den vorkonfektionierten oder selbst hergestellten Kontaktgleisen. Denn bei dieser Option müssen der Brems- und Haltebereich und zumeist auch ein stromloser Nothalteabschnitt für durchrutschende Lokomotiven elektrisch getrennt und kontaktiert werden. Deshalb habe ich diese Variante bis dato ausschließlich in Kombination mit Kontaktgleisen gesehen. Und diese müssen sehr sorgfältig positioniert werden. Denn die Länge des Bremsbereichs legt fest, wie stark die Fahrzeuge bremsen müssen, um halbwegs sanft und ruckfrei zu stoppen. Was ja wiederum auch etwas von den Geschwindigkeiten abhängt, die auf der Anlage gefahren werden sollen. Als Daumenwert würde ich sagen, dass für eine Nebenbahn mit langsam fahrenden Garnituren ein Bremsbereich von 30 bis 50 cm gut ausreichen dürfte, während er auf einer Hauptbahn mit schnell fahrenden Zügen gut und gerne auch einmal 1 bis 2 Meter betragen darf. Was einem hier gefällt und was gut aussieht, sollte man im Vorfeld einfach mal auf einer kleinen Teststrecke ausprobieren, bevor man seine komplette Modellbahnanlage entsprechend ausrüstet. Wobei man aber sagen muss, dass fast egal, wie man die Länge des Bremsbereichs wählt, es am Ende eigentlich immer 100-mal besser aussieht als das einfache Strom an, Strom aus und die ruckartigen Fahrmanöver der vorigen Option. Erwähnt werden sollte noch, dass man hier auch die Bremsparameter seiner Triebfahrzeuge justieren sollte, um ein optimales Fahrerlebnis zu erzielen. Möchte man einen stromlosen Nothalteabschnitt vorsehen, so dürften für diesen 20 bis 30 cm ausreichen, außer man verwendet Lokomotiven mit großen Schwungmassen und leicht drehenden Getrieben und Motoren. Bei einer PC-Steuerung mit Melde-, Brems- und Haltebereich habe ich bis dato, soweit ich mich erinnern kann, ebenfalls nur die Rückmeldung über Kontaktgleise gesehen. Wobei man hier grundsätzlich natürlich etwas flexibler wäre, was die Wahl der Rückmelder angeht und ebenfalls beispielsweise Read-Kontakte oder Lichtschranken für das Auslösen der Brems- und Haltebefehle verwenden könnte. Denn in diesem Fall müsste das Gleis ja nicht zwingend elektrisch getrennt werden. Geschieht das Abbremsen der Lokomotive ja nicht wie im vorigen Fall durch Einspeisung einer negativen Gleichspannung im Gleis, die vom Decoder als Bremsbefehl interpretiert wird, sondern der Computer regelt die Fahrstufen des Triebfahrzeugs entsprechend der Vorgaben kontrolliert herunter. Ansonsten gelten aber die Überlegungen über die Notwendigkeit, sich die Länge der verschiedenen Abschnitte bereits im Vorfeld gut zu überlegen, auch bei dieser Automatisierungsvariante sinngemäß genauso. Die Form der Automatisierung einer Modellbahn, die bezüglich der Positionierung der Rückmeldekontakte mit Abstand am unkritischsten ist mein absoluter Favorit. Bei WinDigipad heißt die Option Halten auf einem intelligenten Zugnummernfeld. Es gibt aber auch andere Modellbahnsteuerungsprogramme, die das beherrschen. Wie diese genau funktioniert, habe ich, wie bereits erwähnt, vorige Woche in meinem Video erklärt. Wichtig an dieser Stelle ist lediglich, dass man, wenn man sich für diese Automatisierungsvariante entscheidet, für nahezu alle Bahnhofs- und Schattenbahnhofsgleise jeweils nur noch einen einzelnen Kontaktabschnitt benötigt und dessen exakter Anfang und Ende gar nicht so entscheidend ist. Denn der PC übernimmt die Aufgabe, die genauen Bremsparameter zu berechnen, die in Abhängigkeit vom Bremsweg, der Geschwindigkeit und der Bremscharakteristik des Triebfahrzeugs notwendig ist, um es punktgenau an der gewünschten Stelle anzuhalten. Das klappt wirklich richtig gut und zuverlässig. Bei meinem aktuellen Bauprojekt habe ich allerdings auch sämtliche Gleisabschnitte, auf denen Züge nicht planmäßig anhalten sollten, wie etwa Weichenstraßen, vollständig und lückenlos mittels Rückmeldung überwacht. Damit wird auch bei einem einzelnen abgehängten Waggon der entsprechende Gleisabschnitt als besetzt erkannt und nachfolgende Zugfahrten werden rechtzeitig gestoppt. Wenn ihr mehr darüber erfahren oder weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht,
So lasst gerne ein Abo da und schaut euch ebenfalls die anderen Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.